Ja, hallo Annalena, Doku. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir sprechen heute vor allem über das Thema Selbstintegration. Aber bevor wir tiefer in diese Materie eintauchen, würde ich dich einladen, dich einmal kurz vorzustellen. Und ich habe dann noch mal ein paar spezifische Fragen, bevor wir zum Thema Selbstintegration kommen. Ja, danke Magdalena, danke für die Einladung und auch herzlich willkommen an alle Zuschauer, die dieses Video sehen. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, diesen Podcast zu machen. Ja, ich bin Annalena, ich bin tätig im Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Trauma-Prozessbegleitung. Und ja, meine Berufsbezeichnung ist da an der Stelle Trainerin für Selbstintegration. Und gerade bin ich noch in der Ausbildung zur Therapeutin für Selbstintegration. Und ja, was das genau ist, da kommen wir bestimmt gleich zu. Aber ja, es ist ganz spannend, wie ich irgendwie überhaupt erstmal zu dieser Arbeit gekommen bin, denn mein Weg hat mich eigentlich über meine eigene Entwicklung, über meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, aber auch durch die Heilung meiner eigenen Traumata dahin gebracht, dass ich jetzt Menschen begleite in Krisensituationen, in Situationen, wo sie wirklich viel Stress erleben, wo sie ja auch in Situationen sind, wo sie beginnen, ihre Traumata aufzuarbeiten. Und ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin durch sehr viel Eigenerfahrung, eigenen Schmerz, eigene Dunkelheit, wenn man so will, bis dahin, dass ich jetzt für andere ein Leuchtturm sein kann. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Und bevor du zu dieser tollen Methode der Selbstintegration kamst, warst du ja viel auch im Bereich Somatik aktiv und genau, vielleicht magst du noch mal kurz so ein paar mh, auch wertvolle Pfeiler und Meilensteine auf diesem Weg beleuchten, die auch wertvoll waren. Ja, sehr gerne. Eigentlich muss ich noch viel weiter früher anfangen als bei der somatischen Arbeit. Bei mir war es so, dass ich lange Zeit, eigentlich bis über meine Dreißiger hinaus, total, also so traumatisiert war, dass ich meinen Körper überhaupt nicht gespürt habe. Ich war damals Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Ich habe so mein Leben gelebt. Ich habe extrem viel kompensiert mit Stimulantien, um irgendwie so dieses Abgespaltensein von meinem Körper auszuhalten. Weil eigentlich, also wenn ich so mein erlöstes Sein und mein erlöstes Wesen angucke, bin ich total lebendig und verkörpert und kann genießen. Und das konnte ich alles überhaupt nicht. Ich habe ständig kompensiert, bin feiern gegangen, habe Drogen genommen, habe jeden Tag ganz viel Kaffee getrunken, habe geraucht, habe hin und wieder Alkohol getrunken. Und das waren alles so Werkzeuge, sage ich mal, um überhaupt wieder in so ein Gefühl von Lebendigkeit zu kommen und gleichzeitig funktionieren zu können. Und irgendwann habe ich aber gespürt, hey, das ist es jetzt nicht mehr. Ich muss irgendwie hier raus. Ich habe meinen Job gekündigt und bin ab nach Indien und habe eine Reise gemacht. Und dort, auf dieser Reise, habe ich zufällig, wie das Leben ja immer einen so an die Orte bringt, eine Buto-Schule gefunden. Buto ist eine Tanzform, die eigentlich aus Japan entstand, ja. Und bei der es darum geht, die eigene Dunkelheit zu tanzen, also mit unbewussten Anteilen in Kontakt zu kommen und sie durch den Körper auszudrücken. Und ich wusste sofort, da gehöre ich hin, das muss ich jetzt machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und durch diese Körperarbeit, durch dieses Tanzen meine eigenen unbewussten Anteile und abgespaltenen Erfahrungen, also wirklich Traumata haben wir da getanzt, bin ich wieder in meinen Körper gekommen. Und dadurch hat sich langsam so ein Bewusstsein dafür entwickelt, ich bin traumatisiert und was ist eigentlich Trauma und was passiert da mit mir? Und es hat mich immer weiter in die Richtung von Heilung gebracht. Nachdem ich aus der Bute-Schule wieder in Deutschland war, wusste ich, ich brauche jetzt unbedingt irgendeine Form von
Körpertherapie oder irgendwas, was mir hilft, mit diesen Traumata umzugehen, weil das war nicht in dieser Ausbildung als Buto-Tänzerin drin, dass ich einen gesunden Umgang damit finde. Wir haben dort einfach Performances gemacht und unsere Traumata getanzt, aber die wurden nicht integriert. Und Mhm. ich habe nicht wirklich verstanden auf so einer bewussten Ebene, was wir da tun. Mhm. Und das kam erst viel später. Und das habe ich mir dann halt gesucht. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen, die dann auch zufällig genau dann angefangen hat, als ich dann wieder da war, zur somatischen Bewegungspädagogin und Körpertherapie. Und das ging 4 Jahre. Das habe ich hier in Leipzig gemacht. Und ja, das war so richtig meine Rettung zu dem Zeitpunkt. Dort habe ich wirklich vieles integriert, was ich aufgewirbelt hatte mit dem Buto-Tanz und hab mich geerdet, habe auch eine Gemeinschaft gefunden, in der ich mich da reingeben konnte, die auch immer noch besteht. Also wir sehen uns immer noch regelmäßig. Und das war wirklich so, glaube ich, der zweite Baustein meiner sozusagen Ausbildung und gleichzeitig Heilungsreise. Mhm. Ich bin dort selbst durch so intensive Aufarbeitungsprozesse gegangen, dass ich wirklich so ganz tiefen Schmerz, den ich abgespalten hatte, wieder erleben konnte in einem Kontext, der gehalten war. Mhm. Also ich habe sehr große Intensität erfahren und dadurch auch gelernt, diese Intensität in mir zu fühlen und zu halten. Und ich habe dort gelernt, dass es richtig okay und machbar und aber auch wichtig ist, Schmerz zu fühlen. Also Mhm. das war so eine richtige Schule dafür, weil viele Menschen und so auch ich Tendenzen haben, Schmerz zu vermeiden, weil es halt total unangenehm ist, das zu fühlen. Und so, wenn wir Unangenehmes erleben oder emotionalen, aber auch körperlichen Schmerz erleben, gibt es wie so einen Überlebensmechanismus, dass wir das abspalten und nicht mehr in unserem Bewusstsein tragen. Also es ist dann wie vergessen. Und das blockiert aber den Energiefluss im Körper und macht, dass wir krank werden, dass wir manche Teile von uns nicht mehr spüren, dass wir auch bestimmte Emotionen nicht mehr so gut fühlen können und so weiter. Und die somatische Arbeit hat mir geholfen, da wieder anzudocken, diese Anteile, die abgespalten war, wieder mit mir in Verbindung zu bringen. Und Mhm. dadurch wurde ich mehr zu mir selbst. Mhm. Das klingt jetzt nach einer ziemlich perfekten Vorbereitung für dann die Phase oder das Kapitel, das dann jetzt aufging mit der Selbstintegration oder auch schon vor einer Weile. Das Mhm. begleitet dein Leben oder bereichert dein Leben ja jetzt auch schon einige Jahre. Auf jeden Fall. Wie war, also du warst ja dann auch als somatische Therapeutin tätig und hast Menschen auch da schon begleitet und auch schon mit dem Buto. Du warst ja, bist ja direkt mit allem durchgestartet und siehst das ja jetzt auch als Elemente für deine Arbeit an mit der Selbstintegration. Liege ich da richtig? Ja, genau. Also bei mir ist es so, dass immer, wenn ich was lerne, muss ich es irgendwie direkt umsetzen. Also ich habe einfach so einen Lehrerinnen-Archetyp in mir, dass ich sofort, wenn ich was begriffen oder verstanden habe, es umsetzen kann und Leute sich davon auch angezogen fühlen. Also ja, also dieser Archetyp ist in mir fest verankert und deswegen fällt mir das auch so leicht, das einfach so zu machen. Deswegen mache ich das auch. Und Buto war der Startschuss auf jeden Fall. Dann die somatische Körpertherapie-Ausbildung und dieser eigene Prozess damit vor allen Dingen auch hat mich so vorbereitet, Intensität zu fühlen, Lebendigkeit zu fühlen, über Nervensystem zu erfahren, über Trauma zu lernen, sodass ich jetzt einfach genau weiß, wenn ich einen Menschen vor mir habe oder nicht nur vor mir, ich kann das ja auch wahrnehmen auf Distanz, ohne dass ich den Menschen sehe, was der Mensch braucht, wie sein Nervensystem ist, welche Art von Ansprache der Mensch braucht. Braucht er gerade Berührung? Braucht er gerade was anderes? Geht es eher darum, Gefühle zu fühlen oder geht es darum, in den Körper zu kommen? Ist der Körper belastet? Braucht er eine Entgiftung? Also das alles ist jetzt der Punkt, wo ich bin, dass ich dieses ganze Wissen zusammenfügen kann. Da kommt ja auch noch die heilende Ernährung nach Anthony William hinzu, mit der ich mich tief auseinandergesetzt habe, die auch so ein kleiner Baustein noch ist, was einfach diese Arbeit noch reicher macht. Mhm. Mhm. Ja, es klingt sehr ganzheitlich jetzt mit.
Aber lass uns direkt gerne also ein bisschen konkreter werden, was die Selbstintegration angeht. Vielleicht Ja, einmal kurz für alle, die zuschauen und zuhören, Erklärung, was Selbstintegration nach Judith Mücke überhaupt ist. ja, sehr gern. Genau, du hast es gerade schon gesagt. Die Judith Mücke hat diese Ausbildung oder diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung ins Leben gerufen. Und zwar aus der Familienaufstellung ist das entstanden. Sie hat viel Familienaufstellung gemacht und dabei an sich entdeckt, dass sie eine Wahrnehmungsfähigkeit hat, die gar nicht abgefragt wurde in diesen Familienaufstellungen. Also sie stand da stellvertretend für alle, die jetzt Familienaufstellungen nicht kennen. Ähm, Das ist wie so ein Tool, ein Werkzeug, um Familiensysteme sichtbar zu machen, indem Stellvertreter zum Beispiel jetzt für meine Familie sich aufstellen, wie meine Mutter, mein Vater, mein Großvater und so weiter. Da würde ich jetzt, wenn ich so eine Familienaufstellung mache, Stellvertreter auswählen, die stellvertretend für meine Familienmitglieder stehen, die dann plötzlich in die Energiefelder dieser Familienmitglieder eintreten und wahrnehmen können, wie so die Beziehungen sind. Und das ist ein ziemlich abgefahrenes Phänomen, wie das funktioniert. Und die Judith Mücke, die hat das ziemlich viel gemacht damals, vor, ich glaube, über 15 Jahren. Und hat aber entdeckt, dass sie ja eine sehr hohe Wahrnehmungsfähigkeit hat, dass sie plötzlich irgendwie Körpersymptome oder Krankheiten und alles Mögliche bei den Familienstellvertretungen wahrnehmen konnte. Und hat dann daraus eine Form der Aufstellung entwickelt, die sehr viel differenzierter und kleinteiliger ist als eine Familienaufstellung. Und das ist die Selbstintegration. Und die Selbstintegration, ja, ist dafür da, die Persönlichkeit zu entwickeln und immer mehr das wahre Wesen hervorzubringen. Sie arbeitet mit inneren Anteilen, vor allen Dingen dem inneren Kind, dem Erwachsenen, dem inneren Krieger, der Kriegerin und Eros. Und alle Menschen hier auf diesem Planeten sind mit diesen Archetypen verbunden oder tragen diese Archetypen in uns. C.G. Jung hat die damals schon beschrieben. Das sind einfach so allgemeingültige Archetypen, die wir alle so haben. Und deswegen kann man das auch wirklich mit jedem Menschen machen. Das funktioniert einfach immer. Ähm, und genau, wir stellen sozusagen die Archetypen auf oder auch nur einen, je nachdem, was halt so dran ist und können dann daran erkennen, wie das innere System aufgebaut ist. Wie ist der innere Mensch, also wie sieht der Mensch im Innen aus? Welche Blockaden hat er? Welche Traumata hat er? Welches Potenzial liegt in ihm? Und wie können wir dieses Potenzial wieder freilegen? Also das Sinn und Zweck dieser Arbeit, dass wir das menschliche Potenzial und das wahre Wesen wieder hervorbringen, was halt durch Konditionierung und Erziehung und Traumatisierung und so weiter einfach ziemlich verschüttet ist bei so ziemlich fast allen Menschen. Also ich kenne eigentlich niemanden, bei dem das nicht so ist. Und ja, genau. Okay. So sieht das ungefähr aus. Und wie kann ich mir vorstellen, also wie läuft eine Arbeit mit dir ab? Wie kann das aussehen? Ja, also, wenn du jetzt zu mir kommst und du wirst einen Grund haben, warum du zu mir kommst, dir geht es irgendwie nicht gut, du hast ein Problem oder irgendwie eine Blockade und manchmal weißt du das vielleicht auch schon, hast es ganz konkret und manchmal weißt du es aber auch nicht. Du merkst nur, dir geht es nicht gut und du brauchst irgendwie Hilfe. Und wenn du jetzt zu mir kommst und gar nicht genau weißt, was mit dir los ist, dann würde ich mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit in dein Energiefeld reinfühlen und wahrnehmen, was da los ist, was die Blockade ist, was das Problem ist. Und würde dann anhand dessen, weil ich erkenne, was das Problem ist, auch in dein potenzielles erlöstes Energiefeld reinführen und schauen, was die nächsten Schritte zur Lösung sein können. Und je nachdem, was dann auftaucht, ganz oft ist es wirklich ein verletztes inneres Kind, was irgendwie Angst hat oder beschämt ist oder einsam ist. Dann würden wir zum Beispiel damit arbeiten und eine innere Kindaufstellung machen. Das wäre im ersten Schritt so, dass ich in das Energiefeld deines inneren Kindes mich reinstelle und reinfühle
und du würdest die Erwachsene sein und mir als deinem inneren Kind gegenüberstehen und wir würden miteinander in Kontakt gehen. Ich würde dir mitteilen, wie es mir geht als dein inneres Kind und du würdest mitteilen, wie es dir geht als Erwachsene. Und ich würde dich gleichzeitig anleiten, ähm, die richtigen Schritte zu tun oder die richtigen Dinge zu sagen, um eine gute Beziehung mit dem inneren Kind aufzubauen. Und dann würden wir uns annähern, Schritt für Schritt an dieses innere Kind. Also du würdest dich an mich als dein inneres Kind annähern. Und dabei tauchen ganz viele Dinge auf, Gefühle, Blockaden und so weiter, die einfach dann integriert werden und in dein Bewusstsein wieder eindringen. Du holst sie sozusagen wieder in dein Bewusstsein, holst sie zu dir und dadurch geschieht Heilung. Ja. Ja, was mich begeistert an dieser Methode, ist eben dieses Eigenverantwortliche. Weil ich Mhm. bin auch großer Fan von überhaupt dieser Methode der Aufstellungen, systemische Aufstellungen. Aber die Selbstintegration arbeitet halt mit deinem System, also nicht eben mit anderen externen Parteien. Und das finde ich sehr, ähm, passt jetzt in diese Zeit, wie ich finde. Und das, was von uns Mhm. gefragt ist, nämlich schon Eigenverantwortung. Mm. Auf jeden Fall. Und also, wenn du deinem inneren Kind gegenüberstehst und überhaupt nicht weißt, wie du dich verhalten sollst, weil du nie gelernt hast, erwachsen zu sein und Verantwortung zu tragen, ist das der Moment, wo du lernst, Verantwortung zu tragen. Also es ist wirklich eine Möglichkeit, um reifer zu werden in sich. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das komplette Leben. Wir treffen gesündere Entscheidungen, die verantwortungsbewusster sind. Wir sind weniger ungesund. Und wenn ich jetzt, also wir hatten ja auch schon Sessions zusammen oder ich hatte eine Session bei oder mit dir. Das funktioniert ja auch super online. Ja. Wie würdest du sagen, also es ist aber trotzdem eine andere Qualität, wenn ihr in einem Raum seid und ihr das als Gruppe gemeinsam praktiziert? Mich interessiert, mh, genau, also fließt da noch was anderes, wenn ihr als Gruppe im Raum seid? Ist es intensiver? Ist es, ja, klar, es ist ein Unterschied, aber vielleicht noch mal kurz deine Erfahrungen beschreiben, im Vergleich. Also, was passiert, wenn wir als Gruppe zusammenkommen und die Arbeit praktizieren? Also zum Beispiel in der Ausbildung bei Judith Mücke, 10 bis 12 Leute, die da zusammenkommen und diese Arbeit machen, ist, dass wir natürlich ein sehr starkes Energiefeld kreieren, in dem einfach ganz viel Heilung möglich ist. Und je mehr man diese Arbeit praktiziert, desto mehr kann man aber auch dieses Energiefeld als Einzelmensch sozusagen aufbauen. Das heißt, ja, ich kann das auch online machen, ich kann das auch über Telefon machen. Ich muss den Menschen nicht sehen. Also da reicht auch einfach die Stimme und meine Intention, den Raum zu öffnen, das Energiefeld zu kreieren und meine Intention in das Energiefeld des anderen hineinzufühlen. Und ja, das ist natürlich intensiver, wenn man mehrere ist, aber es ist auch intensiv, wenn man das alleine oder zu zweit macht. Einfach eine andere Qualität, würde ich sagen. Es ist ja auch auf einer gewissen Ebene geschützter. Der Raum ist privater und vielleicht kann dann auch noch mal etwas anderes an die Oberfläche kommen. Ja, ich würde das gar nicht mit so in Vergleich ziehen. Es ist einfach auch, glaube ich, eine andere Aufgabe, wenn eine Gruppe zusammenkommt, weil da geht es auch ums Lernen. Und Hm. dann sind einfach andere Dinge auch Hm. sichtbar und möglich, als wenn jetzt wirklich jemand hilfesuchend zu mir kommt Hm. und Antworten sucht und Heilung sucht und Unterstützung sucht. Ja, Also dadurch kreiert sich ja auch schon ein sehr starkes Energiefeld und ich halte das. Und in der Gruppe ist es eher so ein Forschen und Lernen und ja, also es sind einfach unterschiedliche Qualitäten. ja, ja. Sehr schön. Und was mich jetzt auch noch interessiert, abschließend, inwiefern, also fließt die Somatik noch auf einer Ebene mit in die Arbeit ein und wie unterscheidet sich jetzt deine Nuance, was die Selbstintegration angeht, zu anderen Anwendern?
und Therapeuten Mhm. oder Mentoren. Mhm. Ja, die somatische Arbeit fließt sehr stark noch mit ein, denn was ganz oft auftaucht, auch in den inneren Kind-Sessions, ist, dass da einfach Trauma im Körper noch feststeckt bei den Menschen. Und ich durch diesen geschulten Blick und dieses Wissen, was ich habe über Trauma und was Körper brauchen, um Trauma zu integrieren, weiß ich eben genau, was wir machen können. Und so fließt die Körperarbeit manchmal mit Berührung, manchmal mit einer konkreten Ansprache, manchmal mit einem ehrlichen Mitteilen, aber auch mit dem Wissen, wie Organe funktionieren, was sie für eine Aufgabe im Körper haben, wo die Energie in den Organen stecken kann und so weiter und wie wir sie in Bewegung bringen können durch eben bestimmte Bewegungsmuster oder auch Berührung, Berührungsqualitäten. Ist das so eine ziemlich gute Mischung aus Selbstintegration und diesem somatischen Wissen. Mhm. Und das kann ich eben so einfügen, wie es dann eben gebraucht wird, natürlich in Absprache mit dem Klienten. Ja, ja, ja. Und wenn jetzt die Zuschauerin oder Zuschauer sich dafür entscheiden, mit dir zusammenzuarbeiten, dann wäre das auf welchen Wegen möglich aktuell? Ja, also natürlich gerne in Präsenz hier in Leipzig, wo ich lebe, aber es ist auch online möglich oder auch über Telefon. Also, Genau, und man kann mich erreichen über meinen Telegram-Kanal aktuell. Im Moment ist die Website noch im Aufbau, die wird in 2 Monaten fertig sein. Dann kann man mich darüber auch erreichen und ansonsten über Telegram oder über Mail. genau, ich werde deinen Telegram-Kanal auch verlinken und da kann man dich ja auch direkt anschreiben über den Kanal. Genau. Okay, schön. Wie, noch eine abschließende Frage, nochmal in das allgemeine Weltgeschehen. Wie würdest du sagen, was ist deine Rolle jetzt in dieser Zeit, um dem Weltgeschehen und die Energie, die gerade verlangt oder gefragt ist, zu unterstützen? Wo siehst du dich da? Also was ich wahrnehme und fühle, ist, dass wir Menschen gerade von sehr vielen Seiten einfach geschwächt werden. Sei es durch die Angst, die so im Feld geschürt wird seit vielen Monaten, seit Jahren, ja jetzt schon vor Krieg, vor Mangel, davor, dass irgendwie Knappheit entsteht, durch Frequenzen, dadurch, dass das Wetter beeinflusst wird und wenig Sonne durchkommt. Also da sind so viele Sachen, die uns irgendwie beeinflussen, die uns generell schwächen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, ja, den Menschen einen Weg zu zeigen, wie sie sich wieder stark machen können, wie sie wieder in ihre Eigenmacht kommen können, wie sie lernen können, ihre Wahrnehmung zu stärken mit, ja, auch der Selbstintegration, wenn wir die Arbeit machen, üben und verstärken wir eben auch die Wahrnehmungsfähigkeit und trainieren die richtig. Ich habe meine Wahrnehmungsfähigkeit ja auch trainiert in dieser Ausbildung und die ist jetzt sehr differenziert und sehr gut geworden. Da ist natürlich noch Luft nach oben. Es gibt immer noch mehrere Ebenen, die man noch wahrnehmen kann. Aber diese Arbeit stärkt das einfach und wir werden stark manipuliert von allen Seiten. Und diese Arbeit begünstigt, dass wir eben nicht so leicht manipulierbar sind. Und das ist extrem wichtig heutzutage, wenn man für sich selber entschieden hat, sich zu entwickeln. Also Mhm. meine Arbeit ist, glaube ich, auch nicht für alle Menschen gedacht. Die Arbeit ist vor allen Dingen dafür gedacht, wenn sich jemand entwickeln möchte, wenn jemand aus seinem Leid herauskommen möchte und wirklich Verantwortung für sich übernehmen möchte. Das sind so die Voraussetzungen, die man braucht, um generell ja sich zu entwickeln, aber auch um diese Arbeit zu machen. Und ja, meine Aufgabe ist da vielleicht auch ein Stück weit ein Licht zu sein, ein Halt zu sein, Informationen auch zu verbreiten, wie man sich, wie man wieder in die eigene Kraft und Macht kommen kann. Ja, ja. Ja, Ja. ich glaube, diese Wahrnehmung ist ein total essentielles Puzzleteil auf diesem Weg, auf dem wir uns befinden als Menschheit.
Weil durch die Wahrnehmung schulen wir auch Bewusstheit darüber, was mit uns geschieht und auch die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung wir uns ausrichten wollen. Absolut. Ja, okay. Hast du noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest? Ansonsten, Ja, gerne. Also, ja, also vielen Dank fürs Zuhören an alle Menschen da draußen. Ich möchte euch noch mitgeben, dass es sich lohnt, auf jeden Fall die Entscheidung zu treffen, sich zu entwickeln und dass es sich lohnt, auch sich selbst zu begegnen und die eigenen abgespaltenen Anteile zu integrieren. Ja, und wer darüber mehr wissen möchte, kann gerne in meinem Telegram-Kanal mehr erfahren. Und ja, lasst euch nicht manipulieren, bleibt in eurer Mitte, fühlt euer Herz, mm, und geht in die Wahrnehmung. Nehmt die Wahrheit zu euch. erlaubt es euch. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und auch für die Weisheit, die du mit uns geteilt hast. Und ich werde alles verlinken und genau, freue mich auf ein nächstes Mal. Früher oder später wird das mit Sicherheit passieren. Ja, sehr gerne. Danke auch dir, Magdalena.